Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute zeige ich euch nochmal, wie ich bei den Sonnenblumen weitermache und zeige euch, wie man einen ganzen Schuss nochmal webt. Man kann hier gut gleich auch erkennen den Entwurf, den ich dahinter habe. Und nachdem ich dann arbeite, auch mit den Stäben, lese ich dann die Fäden aus, die ich brauche. Für die Farben. Da alle, wo kein Blau erscheinen soll, die Fäden hebe ich alle hoch. Da kommt der zweite Stab, den man dann hochkant stellt, damit das Schiffchen besser durchkommt. Hier kommt als erster der dicke Faden, der blaue. Da sieht man, wo er dann immer erscheint. Und unten macht er ein eigenes Gewebe und macht Platz für die Farben, die ich dann dafür brauche. Die werden dann immer so eingelegt, dass sie genau an der Stelle sind, wo ich sie brauche, wie mir der Entwurf vorgibt. So, hier bin ich dann schon am Ende angekommen und jetzt kommt dann noch der dünne weiße Schuss, der dann die anderen Farben fixiert. Soweit bin ich jetzt schon gekommen. Und hier kommt eine kleine Unterbrechung. Ein kleiner Frosch oder wahrscheinlich eine Kröte, weiß nicht genau, ist zu mir nach unten gehüpft, die Kellertreppe runter. Und das passiert öfters und die stranden dann da und kommen nicht mehr hoch. Und da muss ich die natürlich immer retten. Ist ja nicht süß. Zurück in die Werkstatt. Hier zeige ich, wie man eine Spule aufspult, die dann nachher in das Schiffchen kommt. Hier sieht man, wie ich den mit dem Weiß aufspule. Das besteht aus 2 Fäden nur. Beim Spulen muss ich aufpassen, dass ich immer beim nächsten Gang hin und her ein kleines bisschen weiter innen bleibe. Also jedes Mal nicht so weit raus, wie ich vorher rausgegangen bin. Dadurch entsteht am Rand von der Spule den kleinen Bonus. Das dient dazu, dass die Fäden nicht abrutschen, nachher beim Abspulen. Es ist Erfahrungssache, wie dick das wird. Man macht sie so voll, wie es geht, ohne dass sie dann nachher schleift beim Abspulen. Also sie muss natürlich noch ins Schiffchen passen. Dann wird der Faden fixiert. Und hier zeige ich auch noch das Blau. Das besteht aus 5 Fäden in dem Fall.
Dadurch geht das Spulen auch ein bisschen schneller, also man hat dann weniger Lauflänge für Spule natürlich. Aber auch da muss man aufpassen, dass man so einen Konus am Ende hinkriegt und dass man die Spule dann nicht zu dick macht. So, hier zeige ich dann mal, wie man das in ein Schiffchen einlegt. Es wird auf diese Spindel gesteckt. Der Faden muss durch diese Führung durch und kann dann beim Weben ganz einfach davon abgespult werden, ohne dass es irgendwo hakt, ohne dass es irgendwo schleift. Hier nochmal ein bisschen genauerer Blick, dass man sieht, wenn ich den Faden da in den Fingern halte, die laufen da unten beim kleinen Finger durch und zwischen Daumen und Zeigefinger halte ich das. Da muss ich dann auch die Spannung halten. Das darf dann nicht zu locker aufgespült werden. Am Anfang kann das ein bisschen schmerzhaft sein, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und so viele Spulen brauchen kann. Und der Faden wird wieder gesichert, bis ich die Spule dann verwende. So, hier sieht man, ich habe jetzt dann schon 19 cm geschafft, aber das ist natürlich noch lange nicht das Ende. Deswegen zeige ich hier mal noch ein fertiges Bild. Das ist auch eine Sonnenblume auf schwarzem Hintergrund, aber natürlich sehr viel kleiner als das Bild, das ich jetzt gerade webe. Das ist dann wieder meine Arbeitsfarben, die eigentlich auch ganz cool sind. Und hier dann das fertige Bild. Damit verabschiede ich mich dann schon für heute. Viel Spaß noch beim Angucken von der Sonnenblume.